Hallo zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch zeigen, dass ihr in CapCut jetzt seit vor kurzem auch die Aufnahme-Bildschirmfunktion nutzen könnt. Was heißt das? Wenn ihr jetzt die neueste Version installiert habt am PC, ich sage es exklusiv, am PC, denn im Moment ist die Funktion nicht in der Mac-Version vorhanden, aber in der aktuellsten PC-Version, dann könnt ihr im Startmenü nämlich hier Aufnahme-Bildschirm lesen, sehen, ein Icon. Mit der Kurzbefehltaste Ctrl-Alt und P könnt ihr das nämlich starten. Diese Funktion erlaubt es nämlich, einen Desktop aufzunehmen. Alles, was ihr jetzt im Desktop macht, wird dann aufgezeichnet. Gleichzeitig wird auch das Systemsound mit aufgezeichnet und ihr habt die Möglichkeit, auch euer Mikrofon und eure Webcam mit einzubinden, als eigene Spur. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich klicke mal auf Aufnahme Bildschirm. Jetzt sieht man etwas, ja, unterlegt, schwarz um uns herum. Ich sage nochmal Aufnahmebildschirm anklicken, dann habt ihr ein Raster. Jetzt könnt ihr definieren, festhalten, was ihr gerne aufgezeichnet haben wollt. Das heißt, alles, was jetzt hier im hellen Bereich zu sehen ist, wird aufgezeichnet. Alles, was im dunkleren Bereich wird nicht aufgezeichnet. Dann könnt ihr links oben auch sehen, dass es 1276 mal 836 ist. Und ihr habt jetzt hier unten auch ein Menü. Was hat das Ganze auf sich? Ganz einfach, ihr habt die Möglichkeit, neben dem Systemsound, der sowieso mit aufgezeichnet wird, könnt ihr hergehen und zusätzlich noch eine weitere Spur hinzufügen, nämlich euer Mikrofon. Ihr habt jetzt dann, die Auswahl. Ihr könnt jetzt auswählen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier, das könnt ihr nicht sehen, 'n Kopfhörer ausgewählt. Ich könnte auch mein Rode-Mikrofon auswählen, aber im Endeffekt ist es dann die Quelle, die er als Mikrofon definiert hat, die jetzt aufgezeichnet werden soll. Gut, ich lasse das mal so, wie es ist mit meinem Jabra-Mikrofon. Dann habt ihr hier links noch so 'n Bildschirm, das nennt sich Kamera ist deaktiviert. Ja, in dem Sinne, ihr könnt nämlich die Webcam auswählen, die ihr jetzt da installiert habt. Das heißt, wenn ihr jetzt den Bildschirm aufnimmt, nehmt er nicht nur jetzt zusätzlich, wenn ihr's aktiviert habt, Mikro auf, sondern auch noch eure, Webcam. Das heißt, das, was aufgezeichnet wird, ist dann zusätzlich noch das Bild von der Webcam als eigene Spur. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf Aufnahme drücken und wir hätten die Webcam aktiviert, hätten wir 3 Spuren, gleich in unserem Projekt. Unser Video, Desktop-Hintergrund mit unserem Systemsound. Dann haben wir dann unser Mikrofon, was wir jetzt gerade nutzen, und wir haben dann die Webcam, die wir dann entsprechend, als Videoquelle dann direkt sehen. Nett, natürlich könnt ihr das schön in eurem Projekt mit einbinden. Ich habe jetzt hier keine Webcam angeschlossen, deswegen können wir das jetzt hier nicht testen, aber ihr könnt das ja zu Hause mal machen. Also, was machen wir jetzt? Wir klicken jetzt hier auf Aufnahme starten. Achtung, kleiner Spoiler. Wenn ich jetzt gleich auf Aufnahme starten drücke, könnt ihr leider hier unten dieses Menü nicht mehr sehen. Ihr könnt aber dann, ne, wie jetzt hier unten, noch mal in schwarzer Schrift und, also beziehungsweise 'n schwarzen Hintergrund in weißer Schrift sehen, was dann ich gleich anklicke. Denn eine In-Capture-Funktion ist schwierig und verursacht Störungen. Und das hat zur Folge, dass dieses Menü jetzt gleich nicht mehr angezeigt wird. Nicht schlimm, ich erkläre es euch. Ihr könnt das ja in dem Sinne euch so vorstellen, dass das im Endeffekt das Gleiche ist wie jetzt hier. Es wird dann halt nur noch 'n Timeline angezeigt, wie lange ihr das jetzt dann schon laufen habt mit der Aufnahme, und ihr könnt auf Pausen, Stopp klicken. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen jetzt auf Aufnahme starten. 3, 2, 1. Das kennen wir ja. Haben wir schon mal öfters gehabt, wenn wir zum Beispiel 'n Audio, äh, Voice, einfügen wollen, haben wir auch diese 3, 2, 1 Funktion. So, was sehen wir jetzt hier? Ihr könnt jetzt hier unten nichts sehen, ich kann's aber euch erklären. Ihr habt jetzt hier ein Mikro, da könnt ihr nämlich sehen, dass ich jetzt hier 'n Kopfhörer habe, Jabra-Mikrofon. Hier könnt ihr leider nicht sehen, ist 'ne Timeline. Ich mache mal 'n Screenshot, vielleicht kann ich das gleich noch mal einbinden. Mache ich mal 'n Screenshot von. Nein, macht er nicht. Gut, nicht so tragisch. Wir lassen's so, wie's ist. Hier ist 'ne Timeline, wie lange er schon aufnimmt. Dann gibt's hier 'ne Pause-Funktion. Ihr könnt unten Pause lesen. Machen wir mal Pause. Jetzt nimmt er nicht mehr auf. Ihr könnt jetzt quasi euer Projekt entsprechend irgendwie bewegen, irgendwas anderes machen. Und wenn ihr sagt: „Jetzt möchte ich wieder aufnehmen“, klickt ihr auf Lebenslauf. 'N bisschen ungünstig formuliert in der Übersetzung, aber wir nehmen mal an, das ist weiter aufnehmen oder erneut aufnehmen. Klicken wir mal auf Lebenslauf. Es nimmt also weiter auf. Gut, ich klicke noch nicht auf Aufnahme beenden. Ich gehe nämlich jetzt hier in das Menü und sage Projekt erstellen. Das heißt, ich möchte jetzt hier irgendwas machen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch eure CapCut-Session aufnehmen, wenn ihr jetzt hier quasi etwas baut, irgendwas Experimentierhaftes oder was auch immer machen wollt. Ich bewege mich nur mal ganz kurz hier so 'n bisschen, damit man sehen kann, dass ich hier drinne war. Egal. Jetzt klicke ich auf Aufnahme beenden. Jetzt kommt ein Menü, das ihr wieder sehen könnt, die Bildschirmaufnahme. Jetzt könnt ihr auf Herunterladen klicken, dann könnt ihr eure Aufnahme herunterladen als MP4.
Bedenkt aber, dass ihr da nur euer Systemsound, also alles, was ihr jetzt mit dem Mikrofon aufgenommen habt, ist nicht inkludiert, weil das als eigene Spur aufgenommen worden ist. Jetzt habt ihr unten auch die, Möglichkeit, direkt, entsprechend ein paar Sachen anzupassen. Hier automatische Untertitel, Stimme optimieren, Stimme ändern. Das lassen wir jetzt einfach mal. Das mache ich immer gerne im Projekt selbst, jetzt nicht hier über so ein Menü. Was wir jetzt hier, anklicken, ist auf Mehr bearbeiten. Toll übersetzt, hätten wir auch anders machen können. Mehr bearbeiten. Dann klicken wir auf Mehr bearbeiten. Also klicken wir auf Mehr bearbeiten. Jetzt öffnet er nämlich in dem aktuellen CapCut-Projekt die Aufnahme, die wir jetzt gerade getätigt haben. Nette Funktion. Und, wie eben angekündigt, hat er eine Spur mit unserer Desktopaufnahme und gleichzeitig unten drunter eine Aufnahme mit unserer Audiospur, die wir per Mikrofon jetzt aufgenommen haben. Also quasi, ja, man sieht es hier, ne? Also, das ist ja, hättet ihr jetzt noch 'ne Webcam, würde hier unten noch 'ne weitere Videospur zu sehen zu sein, oder hier oben besser gesagt, dann könnt ihr nämlich eure Webcam, als Videoquelle ebenfalls mit einbinden. Parallel oder halt in ein, Bildfunktion, wie auch immer in eurem Projekt. Das könnt ihr dann einfach mal testen. Ja, wie sieht es aus? Also, im Endeffekt, wir können's noch einmal abspielen, hier unten nichts sehen. Ich kann es aber euch erklären. Ihr habt jetzt gefällt mir nicht. Übrigens, wenn ich jetzt hier so 'n Projekt mache, mal eben schnell, und ich jetzt so 'n Headset habe wie jetzt hier, dann benutze ich dann halt die Audiooptimierung von CapCut. Ich gehe mal auf Lautstärke anpassen, auf Stimme optimieren. Ich lasse mal kurz die Standard einrichten und gehe auf Entrauschen. Dauert 'n kleinen Moment. Ich habe jetzt hier 'n etwas älteren Rechner. Der braucht mit der Umwandlung etwas länger, aber nicht so tragisch. In der Zeit, wenn er quasi dabei ist, können wir uns das Ganze noch mal ansehen. Wir gehen mal hier auf Vollbild. Wie gesagt, ihr habt hier einen Aufnahmebildschirm-Button jetzt in der neuesten Version, nicht vergessen, in der Mac-Version nicht. Oder in einer alten Version ist es noch nicht am PC zu sehen, deswegen nicht vergessen abzudaten. Dann habt ihr diese. Die ist natürlich inkludiert. Das heißt, ihr braucht nicht da noch mal irgendwie 'ne extra Version, 'ne kostenpflichtige nutzen. Das ist inkludiert in der kostenfreien. Das ist natürlich super, weil wenn ihr jetzt, beispielsweise OBS oder 'ne andere Software genutzt habt, dann müsst ihr die nicht noch zusätzlich installieren oder parallel laufen lassen oder wie auch immer, sondern es ist schon inkludiert. Also, es ist 'n nettes Feature, was jetzt CapCut zur Verfügung stellt. Also, ich nutze es jetzt, öfters, habe da 'n bisschen rumexperimentiert, bin damit sehr zufrieden. Wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr jetzt hergeht und direkt, auf, Herunterladen klickt, wenn ihr das jetzt hier, beendet mit der Aufnahme, dann habt ihr nur euren Systemsound inkludiert und nicht eure Audioaufnahme vom Mikrofon. Gut, so weit, so gut. Ähm, ist nett hier. Ihr könnt dann natürlich das Ganze bearbeiten. Er hat das als eigene, Spur jetzt eingefügt und, ja, im Endeffekt ist nett gemacht. Also, wie gesagt, ihr könnt das hier ganz normal abspielen. Jo, wir auch. Man hört mich ja jetzt hier, Voice, einfügen wollen, haben wir auch diese 3-2-1 Funktion. Genau. Also, nettes Feature, nett gemacht. Kann ich eigentlich nur empfehlen, mal zu testen. Ähm, Es ist kostenlos weiterhin. Es ist in der Standardversion inkludiert, nicht für die Mac-Version. Ich kann's immer wieder sagen, weil ich das schade finde, weil ich nutze auch 'n Mac und da ist es einfach traurig, dass es nicht inkludiert ist. Vielleicht kommt's, wie gesagt, noch mal, aber im Moment ist nicht dabei, aber in der aktuellsten PC-Version. Nutzt es, testet es, experimentiert damit rum und wenn ihr Fragen haben solltet, ja, einfach in die Kommentare was schreiben und nicht vergessen, wenn ihr Bock habt, auf meinem Kanal irgendwie weitere Features dann zu sehen, die ich dann nach und nach jetzt hier hochlade, lade, dann abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.